Ja, jetzt hier rum ein Stück. Wir gehen jetzt nach zu Pirnias zurück. Anzüge, ja, das ist nicht so die wichtige Sache, finde ich persönlich. Ja, wir gehen kurz zum Landeplatz. Schauen, ob unsere Kontaktperson da ist. Würde mich interessieren. Ja, da ist sie. Hallo. Pretend we're strangers. The board's always watching. Ich suche nach Milch, ich habe nach Geld gebettelt. Alles cool. Ist das was? Nee. Ich habe kein Geld, ich habe das ein Billo-Schiff. Wobei es auch ziemlich cool ist, ne? Muss man mal so sagen. Ah, das sind die Rohläden unten, okay. Aber wahrscheinlich nicht drin sind. Aber ey, das war gerade auch eine heiße Liste, dass die uns nicht erwischt haben, du. Eieiei, ist mal ein großes Manko an das Sicherheitssystem von denen. Das ist natürlich ein Problem. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? Jupp. Mach ich. So, Maschinenraum. We got a lot in common, you and me. Both operating just a teensy bit outside of the manufacturer's expected parameters, huh? Come to see. Jetzt quatsch nicht. Something busted, Captain? Nö, aber Sam muss rüber. Battery levels are fully charged. Ja, schön für dich. Nö. Geht doch nicht. Kann ich was klauen? Auf meinem eigenen Schiff. Apropos. Was war das da oben eigentlich gerade? Warte mal. Ich mich gar nicht auf mein eigenes Schiff richtig um, du. Kompetenz. Was? Kompetenzspezialisierungsmaschine. Möchtest du 500 Bits ausgeben, all den Fähigkeiten für das Wohl zurück zu. Nö. Das muss schon haben, dass es was in der Richtung ist. Nee, das passt gerade so. Scheiß aus. Felix, alles senkrecht, oder? Good to see you, boss. Ja, kein Thema. Ellie? Something on your mind? Nö. Mehr gibt's auch gerade nicht bei uns. Die 4 Stück, ne? Wir gehen mal kurz runter und werden unsere Rüstung mal upgraden. Transfer. Schlägerausrüstung, Nahkampf, Waffenfertigkeiten plus 5 Verteidigungsfertigkeiten, ja. Eins. Jagdausrüstung, Fernkampfwaffen plus 5. Aha. Fertigkeiten. Das wäre aber cool. Ist das Rüstungsmodgerät? Reaktive genetische Schildprojektor. Wenn dein Leben zu weit fällt, macht dieser Mod dich kurzzeitig unfundbar und erhöht deine Regeneration. Dieser Effekt hat eine Abblinkzeit. Ja, okay. Macht das. Lautstärke, Fortbewegung. Aha, Grundfeld, Gedönszeug. Was haben wir da? Sprunginjektor, Ausweichentfernung plus 30. Was haben wir da? Rüstungswert, Endstrahl, Rüstung, Korrosion. Zum Beispiel an der Oberfläche. Nö. Das sieht eigentlich ganz gut so aus. So. Modifizieren Rüstung. Dann. Ich hab grad noch die. Ah, lol. Ich hab mich gerade noch hässlich gekleidet. Ist ja widerlich. Ich hatte das an. Und das. So. So aus wie Poverty, ne? So. Luftfertigkeiten.
Was haben wir hier fein? Das ist Ausweichentfernung, Tragekapazität. Ja, machen wir das. Panzerung haben wir nichts, ne? Schade. Dann können wir die ganzen Dinge jetzt dort ablegen. Wiegt nicht auch einiges an Gewicht. Dann gehen wir mal hoch und schmeißen eine restliche Kleidung rein. Dann haben wir irgendwann Sammelsurium und können daherkommen. Also, oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, schmeiß mal das rüber einfach. So, waffentechnisch. Ein hier rüber. Ein Stuhl rüber. Und dann wird man den Rest verkaufen. Wir brauchen die Kohle. Da haben wir auch nichts. Gut, dann lass mal gucken. Da geht es eigentlich weiter mit der Reise, ne? So, machen wir die Zimmer. Gut, okay. Ach, ja, ist wieder Weltraum draußen. Ach, wenn man bedenkt, wie weit das Universum eigentlich reicht. Du leck mich am Arsch. Was wir sehen, ist immer ein Bruchteil. Ja, ich kann ja nicht duschen gehen, tut mir leid. Die Option steht mir nicht zur Verfügung. Irgendein Scheiß, er hat die Sturmgewehr gelagert. If you don't mind my saying, Captain, Minister Clark is lucky to have you on his side. You Yep. have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Ah, danke schön. Entschuldigung, das geschätzt. Ich fange gerade erst an. Zumindest hat es die Aufmerksamkeit erregt. Du meinst, wie ich durch die Kolonie gestolpert bin, so getan habe, als hätte ich Ahnung? I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. When you cut off power to Edgewater, you saved me a great deal of trouble. Now I don't have to bother trying to save that town. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Verstehe, du bist ganz toll informiert. Können wir das ein bisschen schneller abwickeln? Du klingst fast, als würdest du das gut finden. Nichts von dem habe ich für dich getan. You have something I want. I'd like to negotiate. Und das wäre? Ihr braucht bessere Sicherheit. Diese Chemikalien hätte jeder klauen können. There's exactly one vessel in all of Byzantium that looks like it dropped out of an aetherwave drama. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Nö. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Ich bin dabei. Das ist schön, dann überzeugt mich mal. Deswegen wird er dann gesucht. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Ich möchte, dass ich ihn verpfeife. Ich habe den Kerl eh nicht gemacht. Nicht kostenlos. Aber Leute, nein, wir sind fertig, Alter. Moment. Diese Knallqualität ist gerade sehr schlecht. Kannst du vielleicht auflegen, dich verpissen und mich nie wieder belästigen? You are making a serious mistake. Kannst du herkommen, aber wir können es gar nicht klopfen. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Lass uns von hier verschwinden. Das gibt noch Stress. Problem ist, sie können das jetzt halt finden, ne? Vor allem, dass die halt dem We've arrived at Phineas's orbital lab. Dass die halt dem Raumschiff nicht finden, ist halt der übelste Brüller, ne? Ich würde mal was sagen, dass der eventuell Besuch bekommen könnte, dass man das Raumschiff vielleicht woanders platziert. Ich würde Felix dann wieder mitnehmen.
Dann kann Poverty bis dort bleiben. Hat Felix überhaupt die richtige Ausrüstung? Ah, da kann man noch leveln. Oh, genügend Schaden. Ein Pünktchen hat er. Überzeugen. Schaden gegen Feinde, die niederkauern. Konzernmitarbeiter. Nahkampfschaden. Fernkampfschaden. Bei Fähigkeitsnutzung die Ablenkungsseite Fähigkeiten zurückzusetzen. Ja. Bei Tötung Ablenkungsseite Fähigkeiten zurückzusetzen. Da die Statuseffekte. Showtime. Heilkampf von Fähigkeit 15% hoch. Ach, mach mal das. Gibt's bessere Schwerter? 342. Ja, gibt's. Was mal Schneider Gold. Kriegt er denn? So. Was macht dem Sinn? Oh, nee, da gibt's glaube ich nichts. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ellie und Felix. Felix und Ellie. Oh, Pinance, ich glaube, du brauchst ein neues Standort für Raumschiff. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Vergiss mal für einen Moment, die Chemikalien, die Kolonie steht vor dem kompletten Zusammenbruch. Wir haben die Chemikalien im Mysterium gefunden. Der Vorstand hat damit versucht, Menschen zu... What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working lamps can see this colony's slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Es wird noch schlimmer. Der Vorstandsvorsitzende will jeden Arbeiter in Halcyon einfrieren. Der Vorstand hat einen Plan, wie wir alle gerettet werden sollen. Sie wollen alle Arbeiter einfrieren. Freeze all the workers? Why? So a gang of powdered toffs can carry on living in Byzantium? You call that a plan? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes 2 things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved. Ich habe hier keine Mission gefunden. Der Vorstand hat damit... genau. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Die Testpersonen mussten dafür draufgehen, aber ich habe die Chemikalien mitgebracht, die dort waren. Ich habe sie von ihrem Leiter erlöst. Übrigens, hier ist ein Kanister voller Chemikalien. Oh. Ja, das war allerdings ein bisschen... naja. Das könnte man ein bisschen netter formulieren. Wie nur, das ist einfach als Schwester, müssen dafür draufgehen. Ja, sagen wir es lieber so. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? Es ging wohl darum, Menschen nach langer Kryostase immer und immer wieder zu beleben. Wissenschaftlicher Vorstand möchte den Schaden am menschlichen Gewebe bei Wiederbelebungsvorgängen minimieren. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly 0 progress. Natürlich, Pinance. Halcyon wird untergehen, wenn wir nichts nehmen. Wie kommst du drauf, Wissenschaft des Vorstands? Frag mal nach. Yes, I bet they did. The board scientists are more worried about pleasing their superiors than making real advancements. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options.
If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Wir müssen uns was einfallen lassen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Das war's also. Wir geben einfach auf. Der ganze Ärger, den ich auf mich genommen habe, das war alles umsonst. Die ganze Kolonie ist eine Katastrophe. Ich bin froh, wenn ich endlich von hier weg bin. Ja, hier. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists. The brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Es gibt eine Möglichkeit, die ist nicht ganz sicher, aber wir könnten mit der Hope ins System springen. Probieren wir es mal aus. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Die Hope ist vermutlich beschädigt. Wir werden Energie von der Unravel umleiten müssen. Hab's mir nicht gemeint, Ben, dass du es einen Teil überhört, als ich gesagt habe, dass das nicht gerade sicher sei. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I've got a healthy disregard for personal safety, but this sounds crazy, even to me. Your instincts are correct. By any reasonable definition of sanity, this plan is crazy. Isn't it wonderful? I don't understand a word you said, Doc. All I know is, if we're gonna hijack a colony ship, count me in. Yes, excellent. I approve of your enthusiasm, young man. You should ask your captain for a raise. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Moment, ich habe noch einige Fragen. Dieser Plan ist irrsinnig. Ich brauche etwas Zeit, um nachzudenken. Nee, ich habe noch ein paar Fragen. Certainly. How can I help? Ist mit Widerstand zu rechnen, nur um das klarzustellen. Du weißt, dass Sprungantriebe nicht für sowas gebaut wurden. Und den Leuten wird es nicht auffallen, wenn ein gewaltiges Kolonieschiff in den Ring von Terra 2 kracht? Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. Ja. Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Okay, ist mit Widerstand zu rechnen? It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Gut, dann ich bin bereit. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Yep. Ich wollte mit dir über die Hope sprechen. Certainly. How can I help? Weiß ich nicht.
Nö, haben wir alles. Ah! Mit dem Punkt nehmen wir wieder auf, falls wir es wieder benötigen für irgendwas. It's like every procedure. Oh Mann. Das wird warm, Mädels. Wie will ich denn nicht mehr mit? Du bist eine Pfeife, Alter. Ich habe lieber wieder ein Poverty mit. Ich kann wenigstens intelligente Sprüche dazu abliefern, was man hier für einen Scheiß gerade baue. Ich bin wenigstens mechanisch gut bewandert, aber du bist ein Affe, Alter. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Ja, jetzt im ruhig saufen. Was hier nicht auffällt, dass sie ein bisschen Laboter ist? Ich verstehe es aber nicht. Ein gut gehütetes Geheimnis. Auf zu Hope. Die Hope. Wolltest du nicht in die Nähe von Terra 2 We have kommen? arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Also wenn ich mit der Hope springe... If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Oh, Or the Sun. okay. Erzähl mir von der The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. Okay. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt halt zur Captain, Hope. I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Oh. Hast du was zu Welcome back, sagen? Captain. Ja, How ja. can I... Ja. Certainly. Yeah. What would you... As you wish. Ja. I'll be here. Ich dachte mir vielleicht über ihn nochmal erfahren separat, aber nö, dann halt nicht. Dann aber dann doch nicht Felix mit, sondern Poverty, weil, ja, jemand, der sich mechanisch auskennt, sollte vielleicht auf dem Schiff sein, das schon seit 70 Jahren verschwunden ist. Da könnte das eine oder andere zum Standsetzer sein. Junge, was ein Frame Drop. So, verbinde Eltern mit dem Konventionssystem der Hof, aktivieren Sprungantrieb der Hof. Okay. Ich habe gedacht, eine Tiefkühlware. Mir gefällt es gerade nicht. Auf jeden Fall niemand Böses hier, okay. Status. Wissenschaftsberichte für die folgende Funktion für Energie, Wartung, Kryonikapseln. Wartungsstatus. Nächster anstehende Wartungsarbeiten Triebwerke 2022.056 Tage überfällig. Energieregulatoren 22. Okay, Kühlsysteme, Sicherheitsrobotereinheiten, Sprungantrieb, Hausmeisterdienste. Anstehende Arbeitsaufträge, nur Kurzschluss der Makrowelle, nachdem irgendein Depp seine Gabel auf dem Teller gelassen hat. Makrowellenuhr funktioniert nicht mehr. Makrowelle läuft nur noch auf Hochenergiemodus. Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Fortsetzen. Energiestatus. Die Reaktor von UDL 002 befinden sich im Energiesparmodus. Ausschließlich Lebenshaltungssysteme sind in Betrieb. Okay. Chroniklagerstatus. Alle Chroniklagersysteme befinden sich innerhalb der gewünschten Parameter. Lagerraum 5 ist zu 9 somit ausgelastet. Lagerraum 8 92. Lagerraum 12 zu 76. Nein, zurück. Protokolle. Fehler beim Zugriff auf das Archiv. Verfügbare Einträge. Anwesenheitsprotokoll vor Abflug. Captain Hunt Wilhelm. Erstoffizierin Hunt Donner. Navigation Torrega Racy. Chefingenieur Nolda Frank. Missionsoffizier Volker Alexei. Manueller Eintrag Nummer L01 Hunter W. 10 Jahre.
Die längste Reise, die Donna und ich je unternommen haben, war ein Wochenausflug ins Silbergebirge. Selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist der häusliche Typ, das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. UDL hat uns einmal für die Teambildungsseminare in der Stadt geschickt. All-inclusive natürlich. Donna hat trotzdem nach Energieriegel eingepackt, nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Halkirn benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen, sonst hätte sie womöglich noch unsere ganze Erspartes für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Oder Mascha, Autodeskript Nummer R01. Hunter, es geht los heute. Zeit, sich von der blauen Murmel zu verabschieden, was? Ja, wenn das jemand möchte. Gut, dass sie los sind. Wollen wir schon mal nachgucken, dass wir los sind. Warum so verbittert, Racy? Es war ein gutes Zuhause. Da ist mit meinem Raumschiff allemal lieber. Nun, mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Wie wäre es mit einem Schweigeminute oder sollten wir anstoßen? Irgendwas? Fühlt sich schräg an, die Erde einfach so hinter uns zu lassen. Nein, von nun an blicken wir nur noch nach vorne. Energie ist wieder an der Andockstation und Geleitreaktor befindet sich im Befehlsversorgungsmodus. Well, let's hope we don't have to run in a hurry. Eine ganze Scheiße, Alter. So, reparieren. Ja. Tüfteln, Kleidung. 7000, heilige Scheiße. 4000. Ich muss Sachen verkaufen. Ich habe aber das Gefühl, der Typ Quincy. Ah ja. Ja, würde ich mal mitnehmen. Haben da nicht mehr so viel davon. 85, oh Herrgottsdündra, lade ich du. 22 haben wir noch. Meine Fresse. Natürlich knacken wir das. Natürlich noch alles mit. Speichern mal kurz. So, will ich auch gerne mitnehmen. Spaßkanone. So. Okay. Wir reden kurz mal mit dem. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. Wissenschaft. Geht mir hier so mit einem Angestellten um? Lügen. Man hat mich geschickt, mit einem Reaktor zu reparieren, damit er explodiert und die ganze Kolonie die Luft sprengt. Wissenschaft und Lüge wäre wichtig. Ich wurde geschickt, mal ein paar Proben von eurer Tiefkühlfracht zu nehmen. Das wird nicht schön. Nehmen wir mal das. Explode? Holy shit. Alright. You'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of bored and trigger-happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Oh, da haben wir auch noch was. Kann ich das mitnehmen? Diese ganze Verheerungsgeschichte ist echt nicht so toll, wie sie sich anhört. Andererseits sind die Schelten so sauber wie noch nie, seitdem wir abgelegt haben. Hat meine Arbeit echt
einfacher gemacht. Thorsten Starver, Reinigungsingenieur, Lizenz, bla. Zu seiner Rechten. Haben wir da jetzt echt Kleidung gerade? Good luck. Hä? Heißt es so rein oder bin ich jetzt der Agro? Zu seiner Rechten wäre da was. Hä? Müsste es nicht hier drin denn so gewesen sein? Oh, cool. Da ist ja nirgends mehr was drin. Verstehe ich jetzt nicht. Keep your eyes out for dissidents. Was können wir hier machen? Achtung, nicht aus Ihrer Zugriff resultiert in sofortige Eliminierung nach Ankunft der Halke und fortsetzen. Fehler beim Zugriff auf je verfügbare Einträge, Nachrichtenverlauf. Ah, ja. Das ist ein komisches Skript. Langweilig. So, sneak onto a lost colony ship and skip it across the system? What could go wrong? Ja, gute Frage. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Sure thing. Leg mal einen Arsch hierher. Yep, be right over. Lass die scheiß Textur ja zu, Mann. Ach du Scheiße, da. Guck mal, so knacken. Ah, okay, den können wir wieder erholen. Sehr schön. Das ist ein Aufzug. Was haben die jetzt für Probleme? Greifen die uns einfach an? Ja, noch andere Viecher da. Weiß ich nicht. Should we assign Sam for a cleanup? That does it. I'm never ever getting in one of those pods. Okay, ich gebe es auf. Diese Bürgerkriegsunsinn ist ermüdend. Überall Blut. Kaum drehe ich mich mal weg, wird ein weiterer Schiffsteil abgeregelt. Wie zur Hölle soll ich meine Arbeit machen, wenn der Captain die ganze Türen verriegelt? Scheiß drauf. Ich werde einen Weg finden, mich in die Kryokapsel einzuschließen. Und dann können sie mich in der Kolonie wieder aufwecken. Ab jetzt könnt ihr eure beschissenen Böden selber wischen, Arschlöcher. Thorsten Starver. Okay, das sieht mal gut aus hier. Da waren mal welche drin. Da geht nichts. Frage ist halt, wo geht's da hin? Ah. Da geht's hoch. Vielleicht müssen wir anders hin. Okay.
Ich will nur kurz ein bisschen umschauen. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No? That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, never mind. I don't know if we should be in here, Captain. It should be private, shouldn't it? Ja, wir gehen mal runter und machen da. Ich hoffe, wir können dann hier ein bisschen clean, ne? What the fuck war das? Wim. Achtung, nicht aus der Suche resultiert. Ja, Fresse. Status. Aktuelle Kapselanzahl 993. 1990. Fehler beim Zugriff. Nummer. Blick von Stellaris. Entfernt von Crewmitglied unbekannt. Ah, ja. Automatische Audioskript. Unbekannt. 100.000 Kolonisten einfach im Weltraum zurückgelassen. Nur damit für den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Schande. You alright, Captain? I mean, seeing this place again? Ausgezeichnete Frage. Ich habe eine schwerwiegende Erinnerung. Das ist gar keine. Ach du heilige Fick-Scheiße. Terminal benutzen. Ja, fortsetzen. Mal einer Eintrag. Oh, ein bisschen voll drüber. Egal, jetzt immer so. Ich alle versucht, Kampf eine Frage zu... ja, das ist jetzt wichtig. Mehr überspringen das jetzt mal ausnahmsweise kurz. Ja, brauchen wir zweimal anklicken. Hier, vielleicht gibt es das noch sonst. Tut's nicht, gut. Protokolle. Autoskript. Into the Hope's comm systems, and I'm attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like... I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? The missing one, I take it? So. Da können wir nicht lang. Die Tür haben wir zugemacht. Wo soll ich denn jetzt hin? Gutgültiges Geheimnis. Ich glaube, muss jetzt echt hoch, ne? Ah, so eine Scheiße. Eieieiei. Pfium. Da seht ihr das? Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh, shit, Alter. Ja, genau so. Okay, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal bei der Autobus. Bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.